Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Was darf ich dem Kollektiv weitergeben? Welche Themen werden hier gezeigt? Worum geht es? Und ich habe schon mal eine Bewegung, die uns von außen geliefert wird, die neue Möglichkeiten mitbringt. Es kann sein, dass wir dazu sehr schnelle Entscheidungen treffen dürfen. Es kann sein, dass wir mehrere Wahlmöglichkeiten haben. Und ich habe es so, dass wir irgendwo eine langfristige Ernte mitmachen können. Aber es kann schon auch eine krasse Kurskorrektur sein, die sehr plötzlich kommt, wo man sich vielleicht auch fragt oder hinterfragt, welches ist die richtige Richtung, welche Wahl nehme ich? Bin ich zackig genug zuzugreifen oder sind meine Zweifel irgendwie zu groß? Das Thema Vertrauen ist eins. Ja, man ist hier so ein bisschen gestresst wegen irgendwelchen Wegen, die sich auftun oder Möglichkeiten, die man hat. Was ich hier auch habe, ist, dass es so Entscheidungen sind, die können jetzt zum Beispiel verstrickte Wege auflösen oder mit Mutterthemen zu tun haben oder dass ihr vielleicht auch, wir viel gefordert sind, für Eltern etwas zu tun oder mit Situationen umzugehen, die Veränderung bei diesen Personen betreffen. Ich habe das etwas aufploppt, das sich sehr gedeckelt gehalten hat. Es ist hier vielleicht auch das Thema Unabhängigkeit dabei. Also wie gehe ich unabhängig im Vertrauen meinen Weg? Wie nutze ich Chancen, wenn sie kommen? Es kann sein, dass es bei einigen darum geht, Transformationsprozesse, transformativ heißt es so, im Bereich allem, was Unabhängigkeit mitbringt. Bei anderen ist es so, dass beim Thema Selbstständigkeit Umstrukturierungen gibt, weil das Außen es so will. Hier sind bei den Entscheidungen, die man hier zu treffen hat, eventuell auch die Finanzen mit dabei. Etwas könnte mehr Geld kosten, als es zunächst mal ausgesehen hat. Oder man überlegt sich hier an sich, wie vermeide ich finanzielle Verluste für die Zukunft. Es geht sehr viel um das Klären der Finanzen. Wir haben hier, das finde ich super, die Glücksenergie im Rücken mithängen. Wir haben im Hause des Bären diese Sachen, die Vertrauen brauchen, unsere eigene Größe brauchen, wo wir, ich sage mal, aufstehen und hier so mit dem Klee auch im Rücken. Ich habe das Gefühl, es geht ganz viel um kleinere Veränderungen, die wahnsinnig viel bewirken und die uns stärken auch. Um Vertrauen, das wir eingebracht haben, das sich auszahlt. Und das hier kann auch sein, dass man etwas investiert und investiert hat und man kriegt es jetzt doppelt zurück. An sich sind die Veränderungen, nach denen wir ja fragen, hier im Hause der Blumen drin. Sie bringen neue Wege mit, finanzielle Möglichkeiten und hier in der Spiegelung haben wir noch den Klee dabei. Also es ist nicht nur ein Thema, es sind viele kleinere Möglichkeiten und es ist eine Glücksenergie mit an Bord, auf jeden Fall. Wir haben den Klee im Haus der Sterne drin. Es kann sein, tatsächlich, dass es sich um einen Schnitt handelt, der mit dem Thema, das sieht man hier auch sehr speziell, ich möchte mich nirgends mehr abhängig machen. Ne? Nicht von Partnern, nicht von Launen, nicht von Gefühlszuständen von irgendjemand.
Hier sind emotionale Dinge, seelische Prozesse und ich habe das Gefühl, man versteht langsam, zu was man sich nicht mehr hinreißen lässt, was man selber wert ist, wo Beziehungen so sind, dass sie tragend sind und freundschaftlich sind und wo man gleich ausgerichtet ist. Die Veränderungen, die hier zum Aufblühen führen, die können noch ein bisschen mit Emotionen hergehen, die wankend sind, aber am Ende korrespondieren sie hier mit dem Erfolg, ne? Mit dem emotionalen Erfolg, mit der emotionalen Fülle und mit einer Veränderung, die wir auf dem ganzen seelischen Gerüst auch sehen. Wir liegen hier im Hause des Fuchses drin, aber tatsächlich lösen wir hier einen Konflikt. Guckt euch an, wir haben den Turm hier im Haus des Sarges drin und im Haus des Turmes liegen die Blumen. Ne? Hier sprengen wir Mauern, hier kriegen wir etwas so hin, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe hier, dass die Entscheidungen, die anstehen, auch Herzensangelegenheiten sind. Wir schauen hier in ein ganz neues Kapitel rein. Es geht ein Wissen auf, das uns Sicherheit bringt und auch Selbstsicherheit. Für einen oder anderen habe ich hilfreiche Personen, die können sich hier über die Arbeit zeigen. Es kann hier auch ein berufliches Projekt sein, das man nach außen trägt oder das einem langfristig Blockaden im Wachstum lösen helfen darf. Und wie schön, der Berg legt sich ins Haus der Mäuse rein. Hier wird ein Konstrukt weggenagt, das Belastung und Hindernisse mitgebracht hat. Es wird sehr viel Energie frei, die uns unabhängig macht irgendwie. Ich habe eine schicksalshafte Situation. Wenn ich sowas lege, muss ich immer ein bisschen schlucken, weil ich ja auch selber gerade Situationen habe, die nicht ganz so einfach sind und die liegen hier im Hause des Gegenübers. Es kann hier auch sein, dass Menschen aus der Vergangenheit eine Rolle spielen oder ich sage mal mit Hindernissen daherkommen, die die Vitalität betreffen und wir werden plötzlich gefordert. An sich ist es so, die Herausforderung liegt hier im Hause des Gegenübers, das Gegenüber liegt im Hause des Ringes drin. Es kann hier auch um Kreisläufe gehen, die uns nicht betreffen. Auch für das Gegenüber ist hier die Möglichkeit, Sachen aufzulösen, Schwierigkeiten zu überwinden. Beziehungskonstrukte auch anzugucken, ne? Wo dreht sich was im Kreis und dreht sich und dreht sich. Und hier ist der schicksalshafte Neubeginn. Ich habe bei uns das Kind im Haus drin. Das sind so Themen, die hat man schon von der Kindheit mit. Vielleicht wurde einem nie was zugetraut, vielleicht war es immer nur schwierig. Vielleicht hat der ein oder andere sich schwer getan, Entscheidungen zu treffen oder gerade auch mit diesen Selbstwertthemen in Abhängigkeiten leben, gerade hier auch emotionale Abhängigkeiten. Und hier ist die große Chance da drin, so einen Bereich, ich nenne es mal, wo man schon, das hat man nicht erst seit gestern, das hat sich in der Kindheit schon aufgebaut und auch verankert, verbunden mit den Themen, vertraue ich mir, vertraue ich meiner inneren Größe, wo wurde mir was beigebracht. Für andere ist es so, dass man sehen kann, dass sie Vaterthemen bearbeiten oder dass ihnen Menschen nochmal begegnen, die tatsächlich mit der Liebe was zu tun haben. Denn hier haben wir bei den Herzensangelegenheiten, die verstrickt sind, die blockiert waren, wieder die Wahlmöglichkeit. Ne? Ich meine, wie sich jeder entscheidet, wenn die Vergangenheit anklopft
Muss jeder selber wissen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass sich da nichts verändert oder verändert hat. So, dann habe ich hier Expansionsenergien an sich. Die liegen hier so, dass sie bei gerade langfristigen Entscheidungen weiterhelfen, die gute Energie zu halten, im Flow zu bleiben auch. Ich habe hier sehr viel drin. Es ist kollektiv, nicht vergessen. Klärung am finanziellen Bereich, Entscheidungen, die mit den Finanzen zu tun haben. Beruf, Berufung, was kann ich, wo kann ich etwas zu meinen Gunsten entscheiden, wenn mir die Vitalität mit reinhaut, oder ich habe eben hier auch im Haus der Vitalität dieses Ding, was sich Alter nennt, ja, und wo man einfach auch da, je älter das man wird, auch die Ämter der Gesundheit damit hat, ne? Zum Beispiel Rentenkassen, Krankenkassen, Rententräger an sich, alles was da mit zu tun hat, wo da Geld herkommt. Oder wo man noch was leisten kann im Beruf, wo man einen anderen Weg braucht. Ich sehe das aber sehr begünstigt. Hier liegen die Blumen mit dabei, ne? Was ich auch sehen kann, ist, dass man zum Beispiel, um finanziell etwas in die Klarheit zu bringen, jemanden hat, den man beauftragt. Das kann jetzt hier ein Berater sein oder so, aber es kann auch sein, dass man dafür Geld in die Hand nimmt, dass man etwas investiert, dass man etwas bezahlen muss, was sich am Ende auszahlt für unseren weiteren Weg. Wir schauen an sich hier in das offene Buch rein. Das Buch liegt hier im Hause des Kindes drin, also dem, was wir neu beginnen. Ich rechne mal mit einer ganz anderen Erfahrung. Die berufliche Situation könnte hier auch anders werden. Ein neues berufliches Kapitel, etwas dazulernen, was mit dem Beruf zu tun hat, Wissen vermitteln, Wissen weitergeben, selber Wissen einholen, etwas studieren, etwas lernen, etwas von den eigenen Erfahrungen mit auf den Weg bringen. Wir haben hier im Haus des Berufes das Haus drin. Das ist an sich eine stabile Energie, die auf einem gewissen Fundament baut, kann aber auch heißen, dass das Umfeld uns fordert, dass wir viel zu tun haben, auch im häuslichen Bereich. Möglicherweise geht es auch um Finanzen, die aus dem häuslichen Bereich kommen, sehe ich jetzt gerade noch. Dass man da guckt, wo man sich irgendwie minimiert oder wo irgendwelche Bilanzen nicht stimmen, oder das können so Nebenkostenabrechnungen, sowas alles sein, Telefonrechnungen. Und ich habe hier den Brief im Hause des Schicksals drin. Das sind Nachrichten, ja, wo man vielleicht denkt, hätte ich das jetzt hören wollen oder nicht, aber wir können es ja nicht ändern. Aber an sich ist um die Nachricht um eine gute Energie, ne? Eine Energie, die auch Wenden mitbringt oder Kurskorrekturen, schnelle Erfolge oder Zusagen auch. Und ich habe für viele von uns, die einen giftigen Stachel irgendwo auf der Herzebene haben, eine gute Möglichkeit, das in die Genesung zu bringen. Sozusagen Dinge wieder aus dem Herzen zu machen, Erfahrungen zu verbuchen, emotional erfüllter zu sein oder auch zu sagen, hier, das wird mit mir nicht mehr gemacht, also hier sprichwörtlich die Grenze zu ziehen. Hui, ganz schön viel.
Beziehungskonstrukte auch, die langfristig Klarheit bringen. Und ich sage es nochmal, ich habe sehr das Thema Unabhängigkeit, emotionale Unabhängigkeit und so dabei. Hier sind mir jetzt zwei rausgefallen. Wir haben den Hüter des Herbstes mit dem Thema Loslassen und wir haben die geheime Quelle mit dem Thema Erfolg. Was man hier loslässt auf jeden Fall, und das sieht man ja hier oben auch, wir schränken uns eines Weges, ist das ewige Kämpfen. Ja? Ist das Kontrolle zu haben über alle Dinge, was ja hier auch sehr viel mit emotionaler Abhängigkeit zu tun hat. Und hier ist eine Energie, da ist man vielleicht angespannt und man versucht alles in die Bahnen zu lenken und genau das gilt es loszulassen. Hier darf man sich hingeben, die Seele weiß, was zu tun ist und wir haben hier die Möglichkeit, hinter begrenzte Dinge zu kommen, aus einem, was man weglässt, mit der Sonne etwas Gutes zu tun. Ein bisschen abgeben, nicht alles selbst erledigen, alles weggeben, was nicht mehr dienlich ist, sowohl im Inneren als auch im Außen. Und Herzöffnung ist hier sehr wichtig. Im Prinzip ist es so, dass diese Konstellation uns sagt, dass alles möglich ist, wenn wir mal die Kontrolle abgeben, wenn wir unsere Zweifel über Bord werfen. Und je mehr wir auch schätzen, was wir schon alles erreicht haben, damit wir den Erfolg vergrößern können. Und auch dieses Gefühl, ich bin schon erfolgreich, ne, das hochzuheben, verschafft uns hier mehr Triumphe, die wir einfahren können. Hier ist auch diese Aufforderung, wenn mal etwas kommt, das dich umwirft, dann steh auf und mach weiter. In beiden Karten ist das Thema drin, dass wir Maßnahmen ergreifen können zur Unterstützung, dass wir das Universum hinter uns haben, aber dass wir es einfach mit einer jugendlich frischen, jungen Energie machen sollen, mit einer Energie, die nicht kämpft, sondern die sich mehr dem Flow des Lebens anpasst. Wunderbar, ihr Lieben. Dann nehmen wir hier noch eine kleine Botschaft für die nächsten 14 Tage. Wunscherfüllung steht dir bevor. Da kommt die kleine Fee mit ihrem Zauberstab. Wow, und unterm Deck haben wir noch Rechne mit einer Überraschung. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.